Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute auf meine Hula Hoop Challenge eingehen, die ich vor kurzem hochgeladen habe. Und ich werde euch auch gleich sagen, wie viel ich an Zentimeter verloren habe. Allerdings möchte ich euch was mitgeben, denn hinter jedem flachen Bauch steckt auch ein Blähbauch. Vor der Periode ist nicht nach der Periode. Ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Und den flachesten Bauch hat man immer direkt nach dem Aufstehen. Tja, was will ich euch damit sagen? Dass der Bauch natürlich nicht den ganzen Tag 1A flach ist, sogar bei den durchtrainiertesten Menschen nicht. Es gibt immer ein paar Schwankungen. Es gibt Lebensmittel, die einen Blähbauch fördern, aber es ist völlig normal, Wassereinlagerung zu haben und manchmal sind das eben 2 Zentimeter mehr. Und am nächsten Tag sind diese 2 Zentimeter verschwunden. Ja. Unter einer Challenge verstehen die meisten, glaube ich, eine gewisse Herausforderung. Man trainiert in den 4 Wochen zum Beispiel viel mehr als sonst, weil man vielleicht ein gewisses Ziel hat, was man normalerweise so schnell dann nicht erreichen würde, oder man möchte sich testen. Es ist eine Art Wettbewerb. Es ist kein Dauerzustand und normalerweise endet die Challenge auch innerhalb von wenigen Wochen, vielleicht Tage, vielleicht auch Monate. Es kommt ja immer darauf an, was man für eine Challenge macht. Und es kommt natürlich auch auf deine Ernährungsweise an. Wenn du davor ungesund gegessen hast oder kaum trainiert hast, wirst du in den 4 Wochen eine deutliche Veränderung sehen. Und da ich regelmäßig mit Hula Hoop trainiere oder davor trainiert habe, wusste ich, dass mein Ergebnis nicht so krass wird. Man muss ja auch bedenken, dass es danach wieder normal weitergeht. Das heißt, man trainiert vielleicht nicht mehr so oft, vielleicht achtet man auch nicht mehr so extrem auf die Ernährung, aber man braucht halt so ein Mittelding, damit es nicht extrem wieder in die negative Richtung geht. Also wer einmal trainiert, sollte auch irgendwie das Training regelmäßig beibehalten. Natürlich muss man nicht jeden Tag 40 Minuten trainieren, aber wenn man dann gar nicht mehr trainiert, schwierig. Das Bild habe ich vor der Challenge aufgenommen und das eine Woche nach dem Ende der Challenge, also 5 Wochen. 5 Wochen später. Ich habe 1,5 cm weniger Taillenumfang. Da hat sich nicht so viel getan, finde ich. Also das erkennt man auch kaum. Mein Unterbauch hat sich um 4,5 cm verkleinert. Also das sieht man auch. Ich finde Unterbauch sieht man irgendwie immer. Hüfte-Po hat sich nicht verändert. Da bin ich immer noch bei meinen 90 cm. Ich trainiere aber auch sonst 5 Tage die Woche um die 30 Minuten. Manchmal auch 40 Minuten, aber doch eher 30 Minuten. Aber dennoch sehe ich einen Unterschied. Also mein Bauch ist definitiv flacher. Die 4,5 cm weniger, ja, das macht schon was aus. Am Ende hat jeder seine Wohlfühlfigur und die habe ich auch. Und ich fühle mich ganz wohl in meiner Figur. Übrigens lade ich demnächst auch nochmal einen Smart Hula Hoop 4 Wochen Plan hoch. Der ist etwas anders, sehr intensiv, genauso effektiv, aber anders. Und das war's. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hinterlasst mir gerne Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.